Die Vernetzung schafft neue Geschäftsmodelle, so zum Beispiel Pay-per-Use oder Abonnements. Also ihr zahlt für etwas, wenn ihr es benutzt. Immer mehr Unternehmen wollen in diese Geschäftsmodelle. Tja, das ist gar nicht so einfach, aber wer dabei helfen kann, ist eine Firma und die schaue ich mir heute an. Aber erstmal ziehe ich mir einen Kaffee. Und ich habe 2 Kaffee besorgt, denn ich treffe Henner von Nitrobox. Sag mal, wie helft ihr den Unternehmen bei den Abrechnungsmodellen? Wir sorgen dafür, dass diese ganzen vielen Daten, die aus zum Beispiel so einer Kaffeemaschine rauskommen, dass die überhaupt erstmal einen Preis bekommen und in abrechenbare Daten umgewandelt werden. Dann sorgen wir dafür, dass jeden Tag oder jeden Monat die entsprechende Rechnung zum Kunden kommt, sorgen dafür, dass die Zahlungen dafür gesteuert werden und sorgen dafür, dass alles hinterher sauber in der Buchhaltung verarbeitet wird. Was ist denn jetzt das Komplizierte für die Unternehmen daran? Genau. Pass auf, wir haben hier eine Geschäftsmodelltransformation. Früher hat der Hersteller der Kaffeemaschine sie einfach verkauft an das Café. Das heißt, er hat einmal eine Rechnung geschrieben, hat das Geld dafür bekommen und das war's. Jetzt ändert sich das. Jetzt kauft hier der Mensch die Kaffeemaschine nicht mehr, sondern er nutzt sie nur noch. Hier wird nur noch bezahlt pro fertigem Kaffee, der hinterher dabei rauskommt. Das heißt, du musst plötzlich als Betreiber so eines Pay-per-Use-Modells dafür sorgen, dass die Daten, die da rauskommen, auch in abrechenbare Daten umgewandelt werden. Wie viele Kaffee waren das, in welcher Qualität im Zweifelsfall, und musst plötzlich jeden Monat oder jeden Tag dafür eine Rechnung stellen. Mit einer Kaffeemaschine ist das vielleicht noch ganz einfach. Aber jetzt stell dir vor, du hast 1000 Kaffeemaschinen in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Währungen. Und jetzt stell dir vor, so eine Kaffeemaschine produziert 3.000 bis 5.000 Kaffee pro Monat. Millionen von Kaffee abzurechnen, das schafft doch kein Mensch. Und genau da kommen wir ins Spiel. Dafür gibt es dann zum Beispiel die Nitrobox-Software. Kaffee hatte ich jetzt schon genug und nichts gegen eure Software, aber wieso tun Unternehmen sich das an? Du kannst natürlich, wenn du einmal so ein Produkt verkaufst, dann war es das. Im Zweifelsfall siehst du den Kunden erst in ein paar Jahren wieder, wenn er eine neue Maschine braucht. Wenn du so einen durchgehenden Service anbietest, dann kannst du immer wieder Kontakt zu deinem Kunden haben. Du kannst ihm immer weiter Services liefern, kannst eine viel bessere Kundenbeziehung aufbauen. Wieso macht das Unternehmen das nicht selbst, also die Pay-per-Use-Modelle abzurechnen? Ja, die meisten Unternehmen sind heute einfach eingestellt darauf, Produkte zu verkaufen, einmal zu verkaufen. Das heißt, die Systeme, die sie im Hintergrund haben, die Finanzsysteme, die sind gar nicht darauf ausgelegt, so etwas zu machen. Wie siehst du denn die weitere Entwicklung der Geschäftsmodelle? Und wie kommen wir Banken denn dabei ins Spiel? Erstens sehen wir natürlich, wenn plötzlich die Maschinen nicht mehr von dem Kunden gekauft werden, irgendjemand muss die ja finanzieren. Da kommen die Banken ins Spiel. Zweitens haben wir natürlich das Thema, da werden unglaublich viele Zahlungen abgewickelt. Auch dafür brauche ich eine Bank. Und der dritte Punkt ist, dass natürlich die Banken schon den super Kundenzugang und den Kundenkontakt haben. Und da liegt es ja nahe, wenn sie in Zukunft auch diese Abrechnungsdienstleistungen, die dafür notwendig sind, mit anbieten. Danke.